Hallo, willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jutta Heitland, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Entrümpeln und Ausmisten befassen. Wussten Sie eigentlich, dass man im Englischen das Wort Clutter für unnützen Kram oder Zeug, das unordentlich herumliegt, benutzt? Ein kurzer Blick darauf, woher das Wort Clutter kommt oder was es ausdrückt, ist sehr aufschlussreich, finde ich. Das Wort Clutter leitet sich von einem englischen Wort aus dem 15. Jahrhundert ab. Das Wort ist Klotter und eine Variante von Klott. Das Wort Klott wird am meisten für Blutgerinnsel benutzt. Und das lässt ja an sich schon kein gutes Gefühl aufkommen, also eher ein ungutes Gefühl. Das Wort Klott wurde aber auch verwendet, um Folgendes zu beschreiben: Ansammlungen von Leichen, Katzen, vermutlich streunende Katzen. Es wurde für enge, krumme, schmutzige Gassen benutzt und für eine Ansammlung von Spinnen wurde es auch benutzt. Und diese ganzen Verwendungen weisen darauf hin, dass das Wort Klott oder Clutter nicht nur etwas beschreibt, das irgendwie unangenehm ist, sondern es beschreibt etwas, das sich ansammelt und stetig mehr wird. Und da wir jetzt Frühlingsanfang haben, denke ich, ist es eine perfekte Zeit, einfach mal seinen alten Kram durchzugehen und zu gucken, was brauche ich denn nicht. Denn Frühling heißt ja Neuanfang und es ist die perfekte Zeit, sich von Clutter oder Kram zu befreien, der schon lange stört und irgendwie im Weg ist. Ja, und jetzt kann man sich ja fragen, wie geht denn das überhaupt mit dem Ausmisten? Und so geht es. Ich erzähle das jetzt. Zuerst mal wählt man einen kleinen, überschaubaren Bereich aus, an dem oder in dem man arbeiten möchte. Das kann ein einfaches kleines Regal sein oder eine Schublade, eine Kiste oder ein Schrank. Und dann müssen wir uns genau auf diesen kleinen Bereich konzentrieren. Und wir sollten uns auf gar keinen Fall verzetteln und etwas anderes anfangen, sondern wir bleiben bei dieser Kiste, bei dieser Schublade oder bei diesem Teil, das wir uns jetzt gerade überlegt haben. Und dann gibt es ja leider auch diese Art und Weise, der wir alle unterlegen sind, dass wir, obwohl wir uns diesen Bereich jetzt ausgesucht haben, dann ja trotzdem nicht anfangen. Und auch hier gibt es einen kleinen Trick. Zuerst mal hat ja niemand gesagt, dass man alles auf einmal sofort erledigen soll. Und was hier wirklich helfen kann, ist, sich ein Zeitfenster zu setzen. Und es ist auch ganz egal, wie lang oder kurz dieses Zeitfenster ist. Es kann auch ganz, ganz klein sein. Auf jeden Fall sollten wir einen bestimmten Zeitraum am Tag haben, an dem wir jetzt sagen, okay, und nun gehe ich los und räume das auf. Das können zum Beispiel 15 Minuten am Tag sein, immer zu einer bestimmten Uhrzeit. Es könnte sein, jeden Montagabend 30 Minuten nehme ich mir und räume auf. Oder ich nehme mir einfach eine Stunde am Samstagmorgen und dann räume ich auf. Das geht natürlich auch. Wichtig ist es, dieses Zeitfenster auch tatsächlich festzulegen und dann dabei zu bleiben. So, und wenn ich jetzt vor meiner Kiste stehe, vor meiner Schublade, vor meinem Regal, wie fange ich denn dann an? Also wie geht denn das überhaupt mit dem Aufräumen? Und da gibt es 5 Bereiche, 5 Stapel, die ich mir lege. Der erste Stapel: Was möchte ich denn behalten von den Dingen? Der zweite Stapel: Da kommen alle Dinge drauf, die ich gerne verschenken möchte, die noch gut sind, die ich aber selbst nicht mehr brauche. Auf den dritten Stapel kommen die Dinge, die ich recyceln kann, die irgendwie gut sind und die ich vielleicht reparieren kann und die ich auch wirklich noch behalten möchte. Auf den vierten Stapel kommen die Dinge, die ich reparieren kann,
Und dann kann ich entscheiden, ich behalte die oder ich gebe die jetzt weg. Und auf den 5. Stapel, das ist unser Müllstapel, da kommen die Dinge hin, die ich wegwerfen werde. Und die werde ich auch dann tatsächlich wegwerfen. Wenn ein Gegenstand oder eine Sache, die ich aus dieser Schublade herausziehe, in einem schlechten Zustand ist, dann frage ich mich natürlich, und das fragen Sie sich dann bitte auch, werde ich denn realistischerweise dieses Ding noch selbst reparieren? Werde ich das jemals tun oder habe ich dazu eigentlich gar keine Lust? Wichtig ist es, sich dann auch selbst herauszufordern. Also, wenn ich sage, ja, ich werde das noch reparieren, dann wann denn? Oder kann ich dieses Ding stattdessen vielleicht nicht besser weggeben? Was ich auch tun kann, ich kann jemanden bitten aus der Familie oder einen Freund, eine Freundin, ich kann diese Person um Hilfe bitten, mir zu helfen beim Ausmisten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten, aber grundsätzlich könnte das eben auch gehen, dass man dieses zu zweit macht. Das ist dann auch noch mal lustiger und macht mehr Spaß. Und das Interessante ist ja, wenn man sich einmal dazu durchgerungen hat, anzufangen, dann merken wir ganz schnell, eigentlich ist das ganz klasse, das macht richtig Spaß aufzuräumen, denn im Gegensatz zu vielen anderen Tätigkeiten, die wir so tun, sehen wir tatsächlich Ergebnisse. Und deshalb würde ich immer sagen, etwas auszumisten und aufzuräumen, ist auch tatsächlich eine Art innerer Befreiung. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon. Meine 5 Tipps sozusagen zum Thema Aufräumen im Frühling, am Frühlingsanfang. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen und fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!